Hallo und herzlich willkommen beim PA Hub. Mein Name ist Andy und heute gibt es aufgrund der Fragen unter meinem letzten Video ein Grundlagentutorial über die Software EaseFocus 3. In diesem Video werde ich euch zeigen, wie ihr diese kostenfreie Software nutzen könnt, um die optimale Lautsprecherplatzierung für eure Events zu planen und zu simulieren. In diesem Teil geht es um die Grundlagen wie Installation, Einstellung der Oberfläche von EaseFocus 3 und die Simulation eines einfachen Setups mit 2 Top-Teilen und 2 Bässen, wie man sie fast jedes Wochenende irgendwie mal vorfindet und benötigt, und der Frage, warum sollte ich das Ganze überhaupt machen und ob sich der Aufwand lohnt. Bleibt dran! Große PA-Lautsprecherhersteller wie zum Beispiel L-Acoustics, D&B Audiotechnik, Meyer Sound, Nexo und noch einige andere von den größeren vertretenen Hersteller haben über die Jahre sehr komplexe Simulations- und Planungssoftware wie SoundVision, Map3D oder ArrayCal für ihre Lautsprechersysteme entwickelt. Da hier die Systemendstufe und Controller Teil des Systems und der Planung sind, lässt sich diese Software nicht einfach auf andere Hersteller und Modelle übertragen. Das wollen die Hersteller natürlich auch nicht, schließlich haben sie teils Millionen von Euros und jahrelange Entwicklungszeit in die Software gesteckt, um den Kunden einen Mehrwert zu bieten, sich am Ende des Tages für ihr System zu entscheiden. Man könnte eigentlich sagen, die Software ist heutzutage zu einem Großteil ein Entscheidungskriterium bei der Neuanschaffung eines Systems. Nur wenn die großen Firmen ihre eigene Software haben, dann bleibt allen anderen nur das Try-and-Error-Prinzip bei der Veranstaltung vor Ort, oder? Na, so schlimm ist es nicht. Es gibt ja noch EaseFocus 3 als kostenlose Alternative. Diese ist quasi herstellerübergreifend für all jene, die keine eigene Software haben. Die Hersteller zahlen hier lediglich Geld für die Erstellung der GLL-Files, mit denen später die Simulationen erstellt werden, sowie einer Nutzungslizenz. Schließlich ist es für den Kunden ein erheblicher Mehrwert, wenn er die Lautsprecher vor der Veranstaltung bereits simulieren kann. Aber dazu kommen wir noch. Diese GLL-Files werden zum Beispiel in Aachen bei Dr. Anselm Görz im Labor bzw. am Akustikraum mit schwenkbarem Messarm erstellt. Dazu wird jeder Lautsprecher schrittweise vertikal und horizontal geneigt, während rosa Rauschen auf den Lautsprecher gegeben wird. Das Messmikrofon erstellt damit winkelabhängig ein Ballondiagramm, was später in der Software dazu verwendet wird, Pegelverhältnisse und Abstrahlung der Lautsprecher zu visualisieren. Wie ihr an die Software und an die Lautsprecherdaten kommt, zeige ich euch jetzt. Wenn ihr euch das erste Mal die Software runterladet, sucht ihr bei Google einfach nach AFMG. Das ist der Softwarehersteller mit Sitz in Berlin. Der macht diverse Akustikprogramme, und wenn ihr auf die Homepage von denen kommt, findet ihr hier eine ganze Menge, ja, ihr seht schon mal ein Line Array, das ist schon mal gut, findet ihr oben über Produkte eine ganze Reihe an verschiedenen Plugins, Softwareversionen und so weiter. Was wir benötigen ist EaseFocus, das ist auch die kostenfreie Version. Es gibt noch Ease, das ist etwas umfangreicher. Dann gehen wir hier auf EaseFocus, Software, und dann findet ihr hier unten Free Download und dann könnt ihr euch hier unten die Software runterladen. Das machen wir im ersten Step. Wichtig hierbei, EaseFocus ist nach heutigem Stand, wir haben jetzt Mai 2024, nur für Windows erhältlich. Wenn ihr wie ich einen Mac habt, dann könnt ihr über die Software Parallels das Ganze halt auch auf Windows laufen lassen. Dann habt ihr Windows 11 im aktuellen Fall wie ein Fenster, wo das Ganze emuliert wird, und dann könnt ihr die parallel zu euren anderen Programmen auf dem Mac laufen lassen. Das funktioniert sehr gut. Ich arbeite jetzt seit längerer Zeit damit und hatte bis jetzt noch nie irgendwelche Ausfälle, und ja, das ist halt eine Möglichkeit, wie man auch als Windows-Nutzer in den Genuss dieser Software kommen kann. Genau, wenn ihr die Software runtergeladen habt, habt ihr aber erstmal noch keinerlei Lautsprecherdaten drin. Die brauchen wir halt auch noch. Deswegen gehen wir nochmal zurück und dann findet ihr ganz unten Loudspeaker Database, und hier könnt ihr euch einen ZIP-Ordner runterladen, wo alle aktuellen Lautsprecher-Files, also GLL-Files drin sind. Und die ist ungefähr 3 GB groß, das braucht ein bisschen, sind ungefähr 900 Lautsprecher. Die sind im Ordner leider nicht nach Herstellern sortiert, sondern nur nach Modellen. Das ist ein bisschen unübersichtlich, aber man kommt klar. Ihr könnt im Voraus auch mal gucken. Hier ist eine relativ gute Übersicht, wo man alphabetisch von A bis Z sich den Herstellernamen rausziehen kann. Und dann seht ihr schon, welcher Hersteller welche Software unterstützt. Und ihr guckt dann halt hier ganz außen rechts nach EaseFocus. Ease zum Vergleich wird ganz gerne mal verwechselt, ist eher für Festinstallationen deutlich komplexer, deutlich umfangreicher, für eine Raumakustikplanung, wo es dann wirklich ja
vom Aufwand her gerechtfertigt ist, das Ganze sehr, sehr umfassend zu machen. EaseFocus ist tatsächlich eher für den Veranstaltungstechniker, der morgens reinkommt, aufbaut und abends wieder abbaut oder am nächsten Tag und das ja sich aufs Wesentliche, man könnte auch sagen, fokussiert. Wenn ihr dann EaseFocus das erste Mal geöffnet habt, ist das Ganze noch relativ nackt, könnte man sagen. Damit wir überhaupt mit Lautsprechern jetzt arbeiten können, benötigen wir, wie eben erwähnt, erstmal die Lautsprecher-Files, weil in der Basisversion, wenn ihr es runtergeladen habt, ist die Datenbank noch nicht existent. Ihr habt hier lediglich 2, 3 Demo-Lautsprecher von Ease hinterlegt, 2 Point Source und Line Array. Damit wir aber mit den Lautsprechern arbeiten können, die in der Praxis auch verwendet werden, müssen wir zunächst erstmal die gesamten Systemdefinitionen, so heißt es bei EaseFocus, importieren. Dazu geht ihr oben erstmal auf Datei. Und dann findet ihr hier oben Systemdefinition importieren. Und dann könnt ihr hier bei euch im Browser das auswählen. Ihr habt ja eben den Ordner EaseFocus GLL Database runtergeladen, Stand 2024. Und wie eben schon mal gesagt, ja, ihr habt hier alles in einem Ordner. Ihr seht, das ist relativ unübersichtlich. Es ist zwar alphabetisch geordnet, aber es stehen teilweise auch keine Herstellernamen daneben, sondern nur die Modellbezeichnungen. Und jetzt könnt ihr hingehen und natürlich, wenn ihr genau wisst, welche Lautsprecher ihr habt oder womit ihr arbeitet, euch nur die rausnehmen, die ihr wirklich benötigt. Oder, so habe ich es mal gemacht, einfach mit Kommando All alles kopieren und quasi die ganze Datenbank importieren. Das dauert ein bisschen, sind ja relativ viele Dateien, aber dann habt ihr zumindest danach, kann ich euch gleich mal zeigen, die ganzen Hersteller in Ordnern und könnt dann später ausmisten, was ihr nicht mehr benötigt. Das würde ich euch empfehlen, es sei denn, ihr wisst genau, mit welchen Lautsprechern ihr arbeitet. Genau, dann könnt ihr hier hingehen und zum Beispiel, wir nehmen uns jetzt mal den Lautsprecher, ich nehme jetzt mal einen Lautsprecher, von dem man vielleicht im ersten Moment gar nicht erwartet, dass der Hersteller überhaupt es anbietet, aber die haben sich in den letzten Jahren echt gemacht. Und zwar gibt es jetzt auch von LD Systems die Stinger-Serie. Und ich nehme mir hier die Stinger 8 G3. Was schön ist, ihr habt immer die Aktiv- und Passiv-Version tatsächlich bei manchen Herstellern dabei. Warum das so ist, zeige ich euch gleich noch. Bevor wir weitermachen, gehen wir als erstes in die Einstellungen. Dazu auf Datei. Einstellungen. Dann könnt ihr oben erstmal hier durchgehen und euch eure wichtigsten Einstellungen erstmal machen. Das ist alles Standardeinstellungen. Gitter und Raster auch. Berechnungsparameter, hier müsst ihr ein bisschen gucken. Hier ist die Mapping-Auflösung für eure Auswertung später von der Simulation. Umso höher die Auflösung gestellt ist, umso länger dauert es halt auch, bis das Ganze berechnet worden ist. Also wie viele Messpunkte quasi genommen werden. Ihr könnt das hier je nachdem einstellen, wie viel Zeit ihr habt und wie leistungsstark euer Rechner ist. Ich habe die bei mir aktuell auf hoch. Es dauert dann immer so zwischen 5 bis 10 Sekunden, das ist okay. Und ansonsten habt ihr hier noch die Mapping-Farben, das könnt ihr noch anpassen, wenn ihr wollt, aber ist eigentlich nicht nötig. Was wichtig ist für die weiteren Sachen, die ich euch zeigen möchte, ist der unterste Punkt Umgebung. Also erstmal könnt ihr natürlich die Sprache auf Deutsch einstellen, dann die Einheiten auf metrisch. Und was am wichtigsten eigentlich ist, ist die Funktionalität. Ihr habt hier den Unterschied zwischen Standard, das ist auch die Standardeinstellung, und Modus erweitert. Und dieser erweiterte Modus, der gibt euch hier deutlich mehr Möglichkeiten, noch Sachen anzuzeigen, auszuwerten und einfach nochmal ein paar mehr Infos zu bekommen. Also das würde ich als erstes mal machen. Dann sagt ihr okay. Und dann sollte euer Fenster im Idealfall so aussehen. Damit wir erstmal irgendwas haben, womit wir arbeiten können. Ihr startet quasi immer hier oben mit dieser Fläche. Und das ist ein sehr einfaches 2D-Programm, könnte man sagen. Also ein CAD-Zeichenprogramm, wo ihr eigentlich nur 5 verschiedene Geometrien zur Auswahl habt. Wir starten jetzt einfach mal mit einem Rechteck und ziehen uns das hier rein. Das sind unsere sogenannten Zuhörerflächen in Ease. Und mit diesem Rechteck, das könnt ihr jetzt hier dran frei verschieben. Ihr habt hier unten die Skalierung. Ihr seht jetzt gerade, ein Raster ist 5 Meter, also ist schon eine ziemlich große Fläche. Und was sehr wichtig ist, ihr habt hier eine XY-Koordinate drin. Das ist quasi euer Ursprung auf dem Plan von oben. Wenn ihr das macht, überlegt euch vorher immer gut,
wie möchte ich aufbauen? Isfocus rechnet immer von links nach rechts, das heißt, die Beschallung geht immer von links nach rechts Richtung Publikum. Und wenn ihr die Y- und X-Koordinate hier habt, dann habt ihr zwei Möglichkeiten. So gehe ich zumindest an die Sache heran. Wenn ihr einen symmetrischen Aufbau habt, dann ziehe ich mir die Y-Koordinate immer auf den Nullpunkt auf die Mitte, weil dann habe ich in beide Richtungen, ja, ich sag mal, den gleichen Abstand und weiß, okay, wenn ich 8 Meter nach da gehe, dann kann ich auch 8 Meter nach da gehen. Wenn ihr euch den Ursprung so reinsetzt, dass hier unten 0, 0 ist und ihr dann hier eure Bühne ausrichten wollt, dann müsst ihr halt immer gucken, dass ihr dann sagt, okay, das sind 4 Meter und das hier sind dann zum Beispiel 10 Meter. Also ihr müsst dann die Distanzen immer vom Nullpunkt rechnen. Ich gehe aber immer ganz gerne von der Mitte aus. So, jetzt haben wir unsere Zuhörerfläche. Wenn ihr die anpackt, seht ihr direkt, ihr habt hier oben links Objekteigenschaften. Und jetzt habt ihr für euer erstes Element, was ihr gerade erstellt habt, eine Bezeichnung. Die heißt jetzt einfach Hörzone 1. Wir können jetzt aber auch einfach sagen, als Hilfe, das ist unser Grundriss. Und wir gehen jetzt mal davon aus, dass wir eine normale Mehrzweckhalle haben, wie das ja fast jedes Wochenende irgendwo mal der Fall ist für so mittlere Veranstaltungen. Und dann können wir sagen, wenn ich das jetzt nicht hier über das Raster machen möchte, über die Skalierung, sondern ich habe jetzt eine Halle, die ist 15 Meter tief und ich habe eine Breite von, sagen wir mal, 8 Meter. So, sieht das Ganze schon ein bisschen übersichtlicher aus. Das Schöne ist, die Skalierung passt sich an. Wenn ihr jetzt hier reinzoomt mit dem Mausrad, könnt ihr auch hier oben über die Elemente machen. Und dann ziehen wir uns die jetzt hier genau in die Koordinate rein. Und wenn ihr noch eine Hilfslinie braucht für die Mitte, gibt es hier noch die sogenannten Schnittebenen. Das ist nochmal eine Hilfe. Die könnt ihr euch dann hier nochmal so da reinsetzen, dass ihr nochmal einen Mittelpunkt habt. So, haben wir uns das Ganze jetzt erstmal auf die Größe skaliert. Und haben jetzt hier erstmal unseren Grundriss. Damit ihr natürlich diese Geometrien so präzise und genau wie möglich erstellen könnt, benötigt ihr natürlich vor der Veranstaltung, die ihr plant, einiges an Input. Also je nachdem, wenn ihr die Location kennt, die bei euch in der Nähe ist, fahrt einfach vorbei, messt sie vielleicht mal aus, guckt sie euch an, macht euch Fotos oder lasst euch sogar, wenn verfügbar, bei den meisten Veranstaltungslocations ist es ja üblich, dass es dazu auch Grundrisse oder Fluchtpläne gibt. Die könnt ihr euch geben lassen und dann habt ihr zumindest schon mal ein paar Maße, dass ihr das übertragen könnt und ihr ja eine gewisse Grundgeometrie habt. Dann müsst ihr natürlich noch wissen, wo hält sich später euer Publikum auf. Wo sind Theken, wo ist die Bühne, wo ist es am Ende des Tages wichtig, wo wollt ihr beschallen. So, wir gehen jetzt einfach mal davon aus, dass wir hier diese Mehrzweckhalle haben. Hier sind dann vielleicht irgendwo die Eingänge und hier auf der Seite ist die Bühne. Das heißt, wir zeichnen uns jetzt hier nochmal eine Bühne rein und die Bühne ist jetzt, sagen wir mal, was ist denn typisch? Ja, sagen wir mal 3 Meter tief und irgendwas um die 5 Meter breit. Und dann richtet ihr die genau symmetrisch hier aus, dass ihr die auf der Mittellinie gefangen habt. So, jetzt haben wir zumindest schon mal eine Übersicht und wissen, okay, das ist unser Raum. Und hier ist unsere Bühne, wo vielleicht später ein DJ draufsteht, wo eine Rede stattfindet. Wir können heute einfach mal davon ausgehen, dass das jetzt eine Bühne ist, wo ein Vortrag gehalten wird. Und ihr seid für die Veranstaltung zuständig und sollt dafür sorgen, dass möglichst alle in dem Raum einen guten Sound haben, eine gute Sprachverständlichkeit und möglichst viel Direktschall abbekommen. So, dann müsstet ihr jetzt wissen, okay, wie sitzen denn bei dem Vortrag meine Zuhörer? So, dafür, wenn ihr einen Plan habt, können wir zum Beispiel davon ausgehen, dass ihr 2 Sitzblöcke habt neben der Bühne. Sagen wir mal hier. Mit Copy-Paste könnt ihr das auch duplizieren. Und hier. Warum habe ich das jetzt so gemacht? Es ist üblich, wenn man solche Hallen hat, wo dann zum Beispiel hier die Ein- und Ausgänge sind, dass ihr einen Mittelgang habt, wo hier die Treppe zum Beispiel ist und hier außen auch noch Leute um die Stühle herumgehen. Das heißt, wir haben Hörzone A und Hörzone B. Und ich will jetzt wissen, ob Hörzone 1 und 2, das gucke ich mal gerade, die heißen jetzt beide 2. Hörzone 1, Hörzone 2. Also das sind quasi dann unsere Bereiche, die wir wirklich aktiv bespielen wollen. Dazu platzieren wir uns jetzt sogenannte Empfänger. Das sind Messpunkte, könnte man sagen, oder symbolisch
Stellen, wo EaseFocus misst, wie ist denn dort der Frequenzgang. Und ich möchte jetzt natürlich wissen, wie ist es in der ersten Reihe. Könnt ihr jetzt zum Beispiel hier einsetzen. Wie ist es ungefähr auf der Hälfte? Und wie sieht es in der letzten Reihe aus? Was auch noch Sinn macht, wir werden hier eine symmetrische Beschallung planen. Wie ist es denn für denjenigen, der hier ganz außen sitzt? Die Mitte sollte ja im Idealfall immer ganz gut abgedeckt sein, aber wie ist hier nahe der Wand der Außenpunkt? Wichtig bei EaseFocus ist flächenbasiert. Das heißt, ihr habt keinerlei Wandreflexionen. Auch die Materialien der Oberflächen könnt ihr nicht angeben. Das heißt, ist das jetzt eine Betonwand? Ist da ein Vorhang vor? Ihr müsst also immer davon ausgehen, ihr habt eine Fläche und EaseFocus berechnet nur den Direktschall, der auf den Zuhörer einwirkt. Das, was von Decken, Böden oder Wänden kommt, kann nicht berücksichtigt werden. Das müsst ihr dann vor Ort in der Location natürlich noch ein bisschen mit einplanen. Aber tendenziell muss man einfach davon ausgehen, dass das hier eine Fläche ist, wo es keine Wände gibt. Erstmal. So, im nächsten Schritt, wenn wir jetzt davon ausgehen, dass es hier sich um einen Vortrag handelt, dann gehe ich hier rein und sage schon mal bei der Hörerzone, was ist denn meine Ohrhöhe? Also steht mein Publikum oder sitzt das? Ich kann natürlich noch hier einen eigenen Parameter anlegen, dass ein Publikum irgendwie noch auf Hochstühlen sitzt etc. Kommt aber in der Praxis nicht vor. Wir gehen jetzt einfach davon aus, dass hier das Publikum sitzt. Und über dieses Feld hier könntet ihr normalerweise die Fläche noch eingrenzen. Das heißt, ihr wisst, ihr habt jetzt eine Tiefe von 0 bis 9 Metern. Wenn jetzt zum Beispiel die ersten beiden Reihen nicht besetzt wären, könntet ihr sagen, die ersten 2 Meter möchte ich ausklammern. Dann wird das Ganze entsprechend nach hinten versetzt. Dann seht ihr auch, Messpunkt 1 wandert nach hinten. Wir wissen jetzt aber schon, dass hier unsere Fläche an der richtigen Stelle angelegt ist. Und dementsprechend fängt hier die Reihe 1 an. So, jetzt bringen wir unsere Lautsprecher mit rein. Dazu geht ihr hier oben auf Schallquelle hinzufügen. Und dann öffnet sich eure zuvor angelegte Datenbank. Und jetzt ist es halt ein bisschen übersichtlicher, weil jetzt könnt ihr nach Hersteller filtern und hier durchgehen. Ihr seht, da ist schon einiges, was Rang und Namen hat, vertreten. Und wir wollen das Ganze jetzt mit LD Systems mal exemplarisch machen und nehmen uns dazu jetzt mal die Stinger-Serie. Für Sprachbeschallung jetzt einfach mal ein aktives Topteil, 10 Zoll Klasse. Das sollte dafür für die Veranstaltungsgröße durchaus genügen. Und dann sage ich, okay, und dann seht ihr hier schon, ihr habt jetzt einen Lautsprecher von oben und dort ist auch schon der Abstrahlungswinkel hinterlegt. Und jetzt kann ich überlegen, habe ich jetzt rechts und links ein Stativ, habe ich vielleicht eine Truss, wo ich das dran fliegen kann, oder muss ich die auf 3 Beinen stellen oder habe noch einen Bass drunter mit einer Distanzstange, wo kann ich die hinstellen? Wir gehen jetzt mal von einer ganz einfachen Situation aus. Das Budget ist gering, das heißt, ihr stellt rechts und links vielleicht noch einen Bass drunter oder habt einfach nur ein Stativ und müsst das Ganze neben oder auf der Bühne aufstellen. Wir machen es jetzt mal ein bisschen schwieriger und sagen, wir gehen jetzt davon aus, dass das hier an der Bühnenkante steht und haben einen Lautsprecher hier. Und dann könnt ihr den hier oben erstmal mit dem Mauszeiger zu eurem Publikum ausrichten. Dann seht ihr auch schon ein bisschen die Abdeckung. Ich würde jetzt hier schon mal ein bisschen auf die Mitte zielen, auf die Mittelachse, um eine möglichst hohe Abdeckung zu kriegen und hier dann nicht zu sehr gegen die Wand zu strahlen. Dann mache ich das einmal so. Und wenn ihr auf den Lautsprecher drauf geht, dann habt ihr oben immer diese Objekteigenschaften. Dann seht ihr schon, hier ist der Lautsprecher 1. Und wichtig ist dann hier die Positionierung und Orientierung. Wenn ihr auf den Lautsprecher drauf geht, habt ihr an der Seite, beziehungsweise hier unten, diese verschiedenen Reiter. Und hier ist dann der Lautsprecher positioniert von der Seitenansicht. Ihr seht, der hängt jetzt gerade viel zu hoch. Das liegt daran, dass eure Z-Achse von der Koordinate auf 4,50 Meter eingestellt ist. Wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass ihr den Lautsprecher auf dem Stativ stehen habt, dann würde ich mal so 2 Meter ansetzen. Und dann sieht das Ganze schon ein bisschen anders aus. Also wenn wir jetzt wissen, dass das Topteil 90 x 50 Grad hat, dann passt das mit den 90 Grad in der Abstellung schon mal ganz gut, weil wir sehen jetzt hier außen, das geht ja so knapp hier an der Sitzreihe vorbei. Für die es noch nicht gehört haben, die Angaben einer Abstrahlung bei einem Lautsprecher sind immer so gemacht, dass der äußerste Abstrahlwinkel, also das Maximum, in dem Falle, wenn man von der Mittelachse ausgeht, also von hier,
dass das, was nach außen geht, die 45 Grad, dass hier außen ein Pegelabfall von minus 6 dB angegeben ist. So, da wir natürlich nicht hier an der Kante schon minus 6 dB haben wollen, ziehen wir den Ganzen nochmal ein bisschen weiter und können quasi jetzt mit beiden Lautsprechern später so ein bisschen die gegenüberliegende Reihe adressieren. Wir wollen ja auch nicht so viel Randreflexion haben. Jetzt habt ihr an der Außenseite hier noch eine Seitenansicht, wo ihr auch immer noch die Maße vom Lautsprecher angezeigt bekommt. Und was jetzt in der Seitenansicht hier, gibt es verschiedene Möglichkeiten, in der Seitenansicht noch machbar ist. Ich mache das so mit der Maus, man kann das aber auch hier oben über die Eingaben machen, in vertikalen, horizontalen Winkel. Ihr könnt jetzt hier die Richtung, die vertikale Neigung des Lautsprechers noch ändern. So, ich versuche immer in die letzte Reihe zu zielen von der Achse her und dann haben wir den ein bisschen geneigt. Das sind jetzt ungefähr 2-3 Grad. So, woher weiß ich denn jetzt, ob das Ganze funktioniert, wie meine Abdeckung vom Publikum aussieht? Und dazu muss ich jetzt hier oben die Mapping-Funktion aktivieren. Wir machen das jetzt erstmal nur mit einem Lautsprecher, weil ich will jetzt erstmal gucken, ob die eine Hörzone abgedeckt ist. Wenn das Ganze symmetrisch ist, weiß ich auch, dass das hier für die andere theoretisch auch funktioniert. So, deswegen gehe ich hier auf den Lautsprecher drauf und sage jetzt Mapping aktivieren. Und ihr seht schon, er rechnet. So, das sind jetzt diese Messpunkte, die sogenannten. Und dann habt ihr einmal diese Dezibelskala. Heißt, rot ist irgendwo Maximalpegel 114 Dezibel, wenn man das Topteil komplett aufreizt. Und jetzt könnt ihr hier genau sehen, wie so die Pegelverteilung ist. Auch nochmal in der Seitenansicht. Da kriege ich aber nicht ganz so viele Informationen raus, sondern ich will eigentlich wissen, wie ist denn Frequenzantwort? Also haben alle ungefähr den gleichen Pegel. Und jetzt ist das Interessante hier. Ich habe das jetzt noch auf die gesamte Fläche ausgerichtet. Ich will jetzt aber meine Zuhörerfläche haben. Deswegen wähle ich mir jetzt hier die Zuhörerfläche an. Und mit meiner Zuhörerfläche sehe ich, okay, das ist der blaue Empfänger. Das ist der ganz vorne ist. Der grüne ist in der Mitte. Und der rote ist ganz unten. Und das, was ich eben nach außen gesetzt hatte, den vierten Empfänger, der ganz außen an der Wand sitzt, der ist irgendwo hier zwischen in dem Diagramm. Was sollte man versuchen, mit diesem Diagramm zu erzielen? Ich möchte eigentlich bei so einer Sprachveranstaltung, dass alle ungefähr den gleichen Sound haben. Das heißt so plus minus 3 Dezibel Abweichung maximal. Das heißt, die Form des Frequenzganges sollte eigentlich auf der gesamten Fläche bei jedem Zuhörer in etwa gleich sein. Also zumindest der Verlauf. Dass der Pegel von vorne nach hinten abfällt, ist vollkommen normal. Da kann ich auch, zumindest wenn ich kein Line Array habe, nicht viel gegen tun. Aber zumindest sehe ich, dass die größtenteils parallel verlaufen mit ganz leichten Unterschieden. Also das wäre hier schon mal perfekt. Und wissen jetzt, dass zumindest an den Punkten hier in etwa gleiche Pegelverhältnisse herrschen. Und das gleiche wollen wir natürlich noch auf der anderen Seite haben. Deswegen sage ich hier an der Stelle kopieren und kann das auch wieder einfügen und platziere den Lautsprecher symmetrisch auf der anderen Seite und richte den exakt identisch aus. Und habe jetzt hier meine Winkelverteilung. Schön ist, ich sehe jetzt auch, dass hier dort, wo der Maximalpegel vom Topteil herrscht, dass das nicht innerhalb der Hörzone ist. Das ist das Schöne, also Fluch und Segen zugleich könnte man sagen, von Direktstrahlern, also von Nicht-Line-Arrays, dass die auf den ersten Metern den maximalen Leistungsverlust haben. Also pro Entfernungsverdopplung verliert ihr 6 Dezibel. Das heißt, wenn ich hier messe, kann der am Anfang hier 110 haben. Nach 2 Metern habt ihr dann nur noch 104. Nach 4 Metern habt ihr nur noch 98 Dezibel. Das wird natürlich hinten raus immer weniger, weil die Entfernungsverdopplung natürlich dementsprechend stärker ans Gewicht fällt. Das heißt, auf den ersten Metern habt ihr den größten Pegelabfall. Das kann man auch ganz schön sehen, wenn ich hier unten auf den Reiter Pegel gehe, dass man hier auf den ersten Metern, ihr seht, bei 0 ist der Referenzwert und dann fällt das relativ stark ab am Anfang. Habt ihr hier, wie schon gesagt, grob einen Pegelverlust von 6 bis 8 Dezibel und nach hinten raus wird das immer gleichmäßiger bis in die letzten Reihen. Wenn ich mir das anzeigen lassen möchte, wie der Pegel verteilt ist, kann ich hier noch die Verteilungsfunktion mehr anzeigen und ich sehe, okay, das ist alles irgendwo im relativ ausgeglichenen Bereich und die relativ hohen Pegel, die habe ich kaum, beziehungsweise nur hier vorne, ganz an der vordersten Ecke. Jetzt könnte ich auch noch hingehen, die Lautsprecher ein bisschen nach hinten versetzen.
um mir das noch anzeigen zu lassen, um das noch ein bisschen ausgewogener hinzubekommen. Genau, das wäre jetzt erstmal die absolute Basic-Grundlage, wie ich mir das machen kann. Ich kann meine Zuhörer natürlich immer noch nachträglich verschieben und schauen, wie sieht es hier aus. Und dann verschiebt sich hier dementsprechend ein bisschen der Frequenzgang. Wenn wir jetzt nochmal auf den Lautsprecher draufgehen, dann seht ihr schon, das ist das Schöne bei EaseFocus, es sind wirklich sehr hersteller- und modellspezifische Daten hinterlegt. Es unterscheidet sich auch von Lautsprecher zu Lautsprecher, was sich hier an der Seite für Optionen auftun. Und zwar habt ihr hier natürlich immer die Möglichkeit, noch einen Filter zu setzen. Mit Gain 0 dB ist halt immer angegeben, dass der Lautsprecher den maximalen Schalldruck abgibt. Wenn ihr den jetzt runtersetzt, dann würde sich die Skala entsprechend hier auch noch verändern. Genauso könnt ihr, wenn ihr eine Delay-Line baut, hier noch das Delay für den Lautsprecher angeben, wenn der Raum jetzt tiefer wäre. Und was gerade bei den aktiven Top-Teilen immer ganz nett ist, ihr habt, wenn DSP drin verbaut ist, hier noch die DSP-Einstellung. Das wäre jetzt eine Anwendungsmöglichkeit. Sprachveranstaltung wirklich nur mit 2 Top-Teilen, ganz simpel. Wir gehen jetzt noch einen anderen Weg und nehmen jetzt eine klassische DJ-Veranstaltung, zum Beispiel, weil es jetzt gerade zeitlich passt, Tanz in den Mai, und habt kein sitzendes Publikum und ihr habt auch keine richtigen Hörflächen, weil theoretisch der gesamte Saal gefüllt werden könnte. Damit löschen wir erstmal wieder unsere Zuhörerflächen und nehmen auch erstmal unsere Person hier wieder raus. So. Unsere Top-Teile lassen wir jetzt stehen, aber wir wollen ja für eine Tanzveranstaltung jetzt auch ein bisschen Bass haben. Dementsprechend fügen wir jetzt noch Subwoofer hinzu. Bleiben wir bei LD Systems. Passende Serie dazu wäre jetzt der Stinger Sub 15A G3 und setzen den dementsprechend unter unsere Top-Teile drunter. Und seht ihr auch schon, das Bild ändert sich. Ich habe jetzt nochmal die Maße von dem Sub. Machen jetzt das Mapping gerade nochmal aus, um die Lautsprecher zu positionieren. Sonst rechnet er bei jeder Änderung nochmal nach. Und das wollen wir ja nicht. Und dann stellen wir den rechts an die Bühnenkante, kopieren den nochmal und setzen uns den anderen links an die Bühnenkante und den Lautsprecher dementsprechend darüber. Was ihr jetzt seht, wenn ihr hier drauf geht, und auch auf die Seitenansicht, die Bässe sind jetzt auf der gleichen Höhe von der Unterkante wie das, was wir eben in den Top-Teilen gemacht haben. Das wollen wir natürlich nicht, wir haben ja keine Flugbässe. Dementsprechend setzen wir die Z-Achse jetzt auf 0. Das ist bei dem einen dann schon mal hier die auf der Bodenseite. Das machen wir mit dem anderen jetzt auch nochmal. Wählen den anderen aus und sagen dem auch, dass du bitte am Boden stehst. Wenn ihr in der Seitenansicht das Ganze hier seht, ist das hier die blaue Linie quasi eure Ohrhöhe, also dort, wo der Gast sitzt. Je nachdem, wie ihr das angebt, ändert sich diese Hörpositionslinie. So, jetzt haben wir unsere beiden Bässe hier drin. Auch hier bei den Bässen könnt ihr sogar in der Aktivversion auswählen, was habt ihr für ein Setting. Habt ihr einen 80 Hertz Cut, einen 100, 120 oder habt ihr sogar vielleicht ein Card-Read-Setting. Das ist ganz schön hier gelöst. So, jetzt platziere ich mein Top-Teil wieder entsprechend darüber und hier auch. Das sieht jetzt einigermaßen symmetrisch aus. Und jetzt platzieren wir uns hier wieder ein paar Gäste. Die stehen jetzt zum Beispiel direkt vom DJ. Der steht ein bisschen weiter hinten. Und der steht hier außen. Jetzt können wir unser Mapping wieder aktivieren. Jetzt haben wir unsere komplette Zuhörerzone. Und jetzt schauen wir uns nochmal die Frequenzantwort an. Und ihr seht, das ist jetzt schon ein bisschen anders. So, wir sehen jetzt, dass unser Zuhörer, der hier direkt vom DJ steht, also genau in der Mitte von den beiden, sehr viel Bass abbekommt. Was natürlich auch dem geschuldet ist, dass er sehr nah dran steht und genau in der Mitte von den beiden Bässen steht. Und wir können jetzt, wenn wir den hier mal ein bisschen rumschieben, auch mal schauen, wie sieht es denn aus, wenn er hier vorne ist. Es wird nochmal ein bisschen extremer. Ich will jetzt aber auch validieren können, an welcher Stelle wie viel Bass ankommt. Und dazu gehe ich jetzt hin und sage, ich mache oben keine Breitbandmessung mehr, also über alle Frequenzen, sondern ich möchte das nur noch angezeigt haben für bestimmte Frequenzbereiche, die ich mir selber auswählen kann. Dazu gehe ich jetzt auf eine Drittel-Oktav-Messung und habe jetzt mir hier schon angesetzt, okay, ich nehme jetzt mal die 63 Hertz und jetzt kommt genau das Typische, was man bei der Links-Rechts-Ausstellung mit Bässen häufiger sieht. Ich habe hier natürlich direkt um die Bässe herum einen starken Pegelanstieg und in der Mitte geht es auch noch einigermaßen, aber zum Beispiel unsere Position 3, die hier so ein bisschen außerhalb der Achse ist oder hier, die kriegt eine ganze Menge Auslöschungen ab. Das sieht man hier. Also der Knick hier für unsere Position 3
Der ist dem geschuldet, dass sich bei einer Links-Rechts-Aufstellung die Bässe immer ein bisschen auslöschen. Wird häufig gemacht, sieht auch immer vernünftig aus, ist akustisch nicht so das Beste. Wir können jetzt mal gucken, wie das mit 40 Hertz aussieht. Da ist nochmal ein bisschen anders, aber ihr seht, das ist außen immer ein bisschen Varianz mit dabei. Genauso, wenn ich mal auf 80 hochgehe. Und es wird eigentlich immer schlimmer, je höher ich gehe. Also je nachdem, wo ich getrennt habe, habe ich unterschiedliche Abweichungen hier drin. So, messen wir mal mit einer Dritteloktave. Und hier, wo es besonders Spaß macht, merke ich, okay, basstechnisch ist hier nicht viel. Wichtig hierbei zu berücksichtigen ist dann natürlich wieder, die Räume machen natürlich noch eine ganze Menge mit der Akustik. Also die Raumakustik ist jetzt hier nicht großartig mit reingerechnet. Es kann sein, dass es besser wird, es kann sein, dass es schlimmer wird. Ich würde empfehlen, wenn ihr so eine Aufstellung macht, könnt ihr natürlich hingehen und sagen, ich mache keine Links-Rechts-Ausstellung, ich lasse das Stativ stehen. Oder habt vielleicht sogar eine Traverse und könnt die Sachen dranhängen. Und ihr nehmt den Bass dann entsprechend und packt den vor die Bühne oder sogar unter die Bühne, das wäre vielleicht noch besser. Wir gehen jetzt einfach mal davon aus, dass er vor der Bühne ist und macht einen Mono-Stack. Dann könnt ihr euch schon mal eine ganze Menge von den Problemen hier ersparen. Ich habe jetzt die beiden Bässe direkt nebeneinander gestellt. Und ein Mono-Cluster. Und jetzt gucken wir uns das Ganze nochmal an, ob das jetzt besser wird. Und siehe da, die Verteilung ist nochmal gleichmäßiger geworden. Also natürlich dort, wo die Bässe zusammenstehen, habe ich natürlich den höchsten Druck, aber der fällt zumindest gleichmäßig nach hinten ab und ich habe keine Zonen, die komplett wegfallen, wie eben mit diesen Nebenkeulen, die wir bei der Links-Rechts-Aufstellung hatten. Das heißt, für so eine Tanzveranstaltung wäre das eventuell sogar die bessere Variante, weil die Leute, die tanzen wollen, haben ja in diesem Umkreis vor der Bühne vorm DJ natürlich auch den Platz, wo sie sich aufhalten und dort sollte im Idealfall auch der beste Bass dann sein. Dass der zu den Seiten und in den Ecken abfällt, das ist vollkommen okay. Da habe ich ja meistens Theken, Stehtische, Sitzmöglichkeiten etc. Das heißt, ich möchte das Ganze konzentrieren und eine möglichst schöne Abdeckung in der Mitte haben. Deswegen, wann immer die Möglichkeit habt, stellt lieber die Bässe vor die Bühne. Wann immer ihr die Möglichkeit habt, von der Links-Rechts-Aufstellung wegzukommen und die Bässe zusammenzustellen, tut es. Es gibt selten Anwendungsfälle, wo es akustisch Sinn macht, eine Links-Rechts-Aufstellung zu machen. Davon aus, dass ihr die Möglichkeit habt, die Bässe so zu stellen wie hier und gucken uns dann mal die Frequenzantwort von der Seite an. Dann seht ihr, das Shaping oder die Frequenzverläufe sind in etwa gleich. Ihr habt keine großen Unterschiede hier bei den Gästen, also doch selbst die Person, die jetzt hier ein bisschen außerhalb an der Wand steht, die bekommt einfach nur ein bisschen weniger Pegel ab, aber zumindest 1 und 2 haben einen recht gleichmäßigen Sound und je mehr Bass gewünscht ist, umso näher geht man dann einfach dran. Wenn ich dann hingehen möchte und sage, ich bin mit diesem Setting zufrieden für die Veranstaltung, ich möchte das dann zukünftig genauso aufbauen, dann muss ich mir das jetzt nicht notieren, sondern ich kann hier oben hingehen und sagen, Datei und dann Report erzeugen. Und dann kann ich mir auch noch die Hörzonen und die Empfänger anzeigen lassen mit allen Daten und lasse mir hier dann einen Projektbericht erstellen. Das ist dann ein PDF-File mit allen Sachen, die ihr vorher eingestellt und simuliert habt. Das könnt ihr euch ausdrucken, mit auf die Veranstaltung nehmen. Je nachdem, ob ihr Aufbauhelfer habt, Kollegen, mit denen ihr zusammenarbeitet, könntet ihr das denen vorab schicken, dass jeder schon mal Bescheid weiß, was der Plan ist. Spart euch eine Menge Zeit und kann auch Fehler vermeiden und teilweise sogar, wenn ihr wollt, dem Kunden vorab schicken, dass ihr euch ein bisschen Mühe gemacht habt und dass er keine Sorge haben muss, dass seine Veranstaltung im Zweifelsfall schlecht klingt. Und ich habe dann nochmal alle Sachen dokumentiert. Das sind 12 Seiten. Davon sind aber eigentlich nur die ersten 2, 3 wichtig und die letzte Seite gegebenenfalls, je nachdem, was ihr angepasst habt. Fazit. Wie ihr gesehen habt, gibt es eine ganze Menge von Möglichkeiten, EaseFocus 3 zu nutzen. Ob der Aufwand immer gerechtfertigt ist, müsst ihr für eure Veranstaltung individuell entscheiden. Es macht auf jeden Fall aus meiner Sicht Sinn, sich damit mal zu beschäftigen, alleine um ein besseres Verständnis für sein System und für seine Lautsprecher zu bekommen, um einfach ein Gefühl dafür zu kriegen, wie sich ein Lautsprecher in einem Raum verhält, wie es aufs Publikum wirkt, wie Abstrahlwinkel funktionieren, wie Bässe sich im Raum verhalten bei verschiedenen Abständen und damit auch vor Ort bessere Entscheidungen treffen zu können, gerade wenn die Zeit knapp ist. Das ist bei uns ja immer ein großes Problem. Und wenn ihr eine gute Planung vorab habt, könnt ihr einfach eine Menge Zeit und damit auch teilweise je nach Aufbaupersonal Geld sparen, wenn ihr einen Report habt und genau wisst, wo kommen meine Lautsprecher hin, wie habe ich sie zu winkeln, welche Abstände benötige ich.
und habe dann nicht das Problem, dass ich stundenlang aufgebaut habe, der erste Soundcheck kommt und ihr merkt beim Soundcheck ganz schnell, oh, das passt vielleicht nicht. Das kann euch natürlich immer noch irgendwo mal passieren, aber zumindest könnt ihr einen sehr, sehr großen Teil der Fehlerquellen damit eliminieren vorab und einfach ein besseres Verständnis für Akustik bekommen. Wo es natürlich keinerlei Sinn macht, ist, wenn ihr vorher nahezu keine Informationen über die Veranstaltung bekommt und ihr in eine kleine Location reinkommt, wo ihr vielleicht auch nur 2 Tops und einen Bass als DJ aufstellt. Da ist der Aufwand meines Erachtens nach nicht gerechtfertigt. Aber sobald es um Bandbeschallung geht, größeren Rahmen oder eine Open-Air-Veranstaltung mit komplexen Hörzonen, sehe ich halt irgendwo schon den Vorteil darin, sich zumindest mal damit auseinanderzusetzen. Ihr habt zudem noch den Vorteil, nicht jeder hat an jedem Wochenende verschiedene Veranstaltungen, wo er sich damit auseinandersetzen kann und ausprobieren kann. Und so könnt ihr ja unter der Woche in Ruhe euch am Computer verschiedene Layouts zusammenstellen und einfach mal ausprobieren, wie eure Lautsprecher miteinander harmonisieren, funktionieren und könnt dadurch alleine schon ein bisschen mehr Erfahrung sammeln. Und dadurch, dass das Ganze kostenfrei ist, ist es für jeden leicht zugänglich. Ich hoffe, das Video hat euch geholfen. Im nächsten Teil wird es noch ein bisschen detaillierter. Da werden wir uns noch verschiedene Subwoofer-Anordnungen wie Cardioid, Endfire und Zahnlücke angucken und werden auch noch schauen, wie kann ich denn Grundrisspläne zum Beispiel in die Software reinladen und skalieren, wenn ihr größere Veranstaltungen habt, oder wie man ein Line-Array ausrichtet und einstellt und was die Filterfunktionen, die ihr im Advanced-Modus noch habt, für Auswirkungen haben auf das System. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst doch gerne ein Like und ein Abo da. Ich würde mich sehr freuen und wir werden uns demnächst hier wiedersehen mit neuen Tipps, Vlogs und mehr Themen zum PA und Akustik. Euer Andi vom PA Hub. Tschüss.